und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist ein richtig schöner sonniger Tag. Wir hatten vor einigen Jahren, ich weiß nicht, meine ganze Kindheit eigentlich, bis ich vielleicht 12, 13, 14 war oder sowas, hatten wir einen Campingplatz, der in der Nähe von uns ist, so ungefähr eine halbe Stunde entfernt. Und da habe ich meine ganze Kindheit verbracht. Ich war im Schwimmbad, ich war wirklich so lange im Schwimmbad, wo der Campingplatzbesitzer dann am Ende gesagt hat, ich werde die erste Person sein, die mit Schwimmhäuten zwischen den Fingern da rauskommen wird. Das heißt, ich war so lange im Wasser, dass meine Lippen schon blau waren. Und Papa hat mir immer mein Essen daran gebracht, damit ich auch nicht verhungere. Also das war echt so, also die beste Kindheit, die man haben konnte. Ne, Domi? Warst du auch beim Campingplatz? Ja. Du warst gar nicht so alt, ne? Du warst noch so klein. Ich hatte da meine Freundin, also meine Nachbarin gegenüber, habe ich immer geguckt, ob die da ist, weil die kamen aus Bremen zufällig und die hatten dann halt auch den Campingplatz und wir haben so viel Sachen gemacht. Wir haben Hexensuppe gekocht wir haben so Blätter gesammelt, Steine. Mama hat da eine Spinne reingeworfen, da haben wir immer Hexensuppe gekocht. Aus dem Weg die Steine mitgenommen, alles reingepackt, was wir hatten, immer Hexensuppe gekocht. Oder ich habe da alles in dem Campingplatz gemacht. Da gab es Feste, Veranstaltungen. Ja, ich habe Parfüm gemacht aus Rosenblüten und sowas. Ganz viele Sachen. Wir haben da ein BMX geklaut. Wer ist das denn? Und ja, solche Sachen. Also wir fahren jetzt dahin, um zu gucken, was daraus geworden ist, weil dieser Campingplatz ist einfach komplett runtergekommen gewesen. Und anscheinend haben die neue Besitzer, wir werden sehen, wir fahren da jetzt erstmal hin. Mein Gott, wir sind hier angekommen nach ca. 20 Minuten oder eine halbe Stunde Fahrt und es sieht gerade sehr nach Baustelle aus. Oh, hier war das Lokal, wo wir mal Eis gegessen haben, ganz vorne. Und das ist eigentlich so eine Hüpfburg wie im Heidepark, die wieder dann aufgeblasen wird, so ein Berg. Ach, guck mal, was sind das für Wohnwagen? Krass, aber es ist schon ein bisschen ruinemäßig, ne? Heftig. Oh, hier war damals, weißt du noch, Domi, die Bimmelbahn? Also hier hinter diesem Tor war so eine Bimmelbahn, die ist immer, ich weiß nicht, München, wann ist die Bimmelbahn immer gefahren? Jeden Tag oder was? Also die Bimmelbahn ist dann immer gefahren, dann sind wir aus dem Campingplatz raus mit so einem Zug. Und dann sind wir da mal durchgefahren, da gab es immer so coole Kinderlieder. Und dann ist der Campingplatzbesitzer mit uns allen so in so einer Bimmelbahn gefahren. Und die guten Kinder, irgendwann durfte man dann draußen oder vorne beim Fahrer sitzen. Und das war immer das Coolste. Ach krass, stimmt, das Volleyballfeld. Oha, guck mal, was da Gras rübergewachsen ist. Ich fühle mich gerade echt wie in so einem Lost Place, weil das Ding ist halt einfach, dieser Campingplatz ist total ausgestorben. Also wirklich, seitdem der Besitzer gewechselt hat, ist es einfach komplett den Bach runtergegangen. Und Leute, die halt schon seit 20, 30 Jahren immer hier waren, die sind halt einfach weggegangen. Und es hat einfach jeder diesen Campingplatz verlassen und seitdem sind alle weggefahren. Es war wirklich, glaube ich, niemand mehr hier. Und irgendwann haben die angefangen, solche Hütten da zu bauen. Solche, ich weiß nicht, was das ist, so mobile Dinger da, wo man drin wohnen kann. Habe ich meine ganze Kindheit verbracht. Hier bei dem Netz. Oh mein Gott. Krass, oder? Heftig. Es war mal ein richtig schöner, gepflegter Campingplatz mit vielen Veranstaltungen, Festen und alles. Ist einfach komplett zerstört. Wir können ja gleich mal gucken, wo unser Platz war. Oh mein Gott, das existiert ja fast gar nicht mehr. Heftig. Oh mein Gott, ist das traurig. Das war mein Lieblingsort damals. Also wirklich jedes Wochenende zum Campingplatz. Oh mein Gott. Ach du meine Güte, wie das verwachsen ist. Hier ist ja eigentlich nichts mehr. Ihr müsst euch das vorstellen, das war alles sauber, gepflegt und ganz viele Leute waren hier und jeder hatte seinen Platz und auch richtig cool. Gott, hier rumlag und kaputte Wagen. Ach, meinst du, das ist schon besser geworden? Ja. Ach du meine Güte. Sag mal, weißt du, man muss hier richtig viel Geld reinstecken, ne? Ja. Oh mein Gott. Ist ja richtig Lost Place hier. Oh mein Gott, hier in diesem Weg waren wir damals. Ah, hier war... Stimmt, an die Hecken kann ich mich erinnern. So, wir können ja gleich mal gucken, wo der See ist.
Also da hinten ist das Toilettenhaus und direkt daneben ist ein See. Und da habe ich immer drin Kaulquappen irgendwie gefangen oder einen echten Frosch habe ich gefangen. Und Fische habe ich da auch gefangen mit dem Kescher. Also, oh, hier war der Hund, glaube ich, von den Leuten. Der Hund hieß Salami. Das weiß ich noch. Ach, die haben hier ja immer noch den Platz. Und hier war unser Nachbar Frosch. Wir haben den immer Frosch genannt, weil er so aussah. Guck mal, hier haben manche... Aber wer geht denn zu so einem Campingplatz, der eigentlich komplett leer ist? Also die sehen richtig gut aus und so ungefähr sahen die anderen alle auch aus. Aber krass. Oh, ich hatte genauso einen kleinen Wohnwagen wie da. Verrückt. Hier, da ist der Wohnwagen von Frosch noch. Aber ja, so einen kleinen... Und ja, hatte ich so einen kleinen oder war meiner größer? Meiner war, glaube ich, ein bisschen größer, ne? Oha. Guck mal. Oh, das ist unser Platz gewesen, Domi. Herr, Moment. Das war der Wohnwagen von Frosch. Das weiß ich noch. Und dann? Das muss unser Platz hier sein. Der hier, genau der. Ja, ich glaube, hier stand mein Wohnwagen. Hier stand der große. Welche? Hier war die Hecke. Da haben wir das Auto mal geparkt. Also das war unser Platz, ne? Der hier. Und was ist das nebenan? Ach ja, da waren die krassen Nachbarn. Guck mal, die haben sich hier fast ein Haus gebaut. Krass. Die wir jetzt gerade getroffen haben mit dem Hund da gerade eben, das sind quasi die Nachbarn von dem Platz, wo wir vorher waren. Und sie haben einfach gesagt, die wohnen da. Also dieses Ganze, hier ist eigentlich fast niemand auf dem Platz. Aber weil die hier meinten, dass das Rentner sind, brauchen die auch kein Haus, weil die wollen viel reisen und so. Und deswegen haben die sich so ein Wohnhaus, so ein Mobilhaus gekauft. Aber die Idee ist echt nicht schlecht, sich dann sowas zu kaufen, auf dem Campingplatz zu wohnen und dann dadurch mit Geld zu haben, um zu reisen. Also die Idee finde ich nicht schlecht. Oh, da haben wir unser See! Hier habe ich 1:1 immer Steine gesammelt. Ich bin immer hier den Sand runtergelaufen. Oh mein Gott. Und dann habe ich hier immer Steine gesammelt. Guck mal, hier ist ein Kanu. Oha. Und hier habe ich dann immer hier so Steine gefunden, die dann so geglänzt haben. Habe ich immer... Oh, hier, solche Steine habe ich gesammelt. So. Oder solche... Hatte ich einen ganzen Korb voll und meine Taschen waren immer voller Steine. Oh, Domi, dieses... Oh mein Gott, diese Schaukel. Kennst du die noch? Oh mein Gott, Domi, ich habe hier eine Schaukel. Die ist legendär. Warte mal, film mal, warte. Oh, wie ging das nochmal? Irgendwie so, ne? So? Die funktioniert noch. Oh mein Gott. Und dann haben wir mal so gemacht. Gott, das Ding, das bricht fast auseinander, aber wir haben immer so gespielt. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Ah! Ich hab voll Angst. Oha, ich habe diese Schaukel geliebt. Ich weiß nicht, wie klein warst du da eigentlich? Wie alt? 6 oder 7. Oh mein Gott. Domi, mach du mal. Nein, stell dich in die Mitte. Genau, und dann, nein, ja nicht so, genauso, du musst so von der Seite und dann Schwung nehmen einfach. Zack, 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 weiter, zack. Damit kannst du richtig schnell werden irgendwann. Das war so cool. Und dann habe ich mich da mal oben drauf gesetzt, oben hier auf die Stangen. Und dann haben wir hier Zug gespielt immer, so Tschuk, Tschuk. Das ist richtig verlassen, der Campingplatz. Schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr in so einen Campingplatz gehen oder... Also quasi so, dass hier niemand ist. Oder hättet ihr lieber einen Campingplatz, wo halt richtig viele alle ihre Gärten gemacht haben und alle Nachbarn so da sind? Oder wärt ihr gerne ganz alleine? Ah, hier ist ja gar nichts mehr, ne? Aber hier ist ja alles weg. Also Leute, die das nochmal neu gemacht haben mit diesen halben Häusern, das ist echt... Also ein Haus ist schon geil, ne? Also wir hatten halt so einen großen Wohnwagen. Ich glaube, das ist inzwischen gar nicht mehr so modern. Ich kann mir vorstellen, dass die neuen Campingplätze halt wirklich so sind mit diesen Häusern. Also ich zeige euch das nochmal. Ja,
Also so sieht es jetzt heutzutage aus, das Campen. Und früher, oh mein Gott, heftig. Ja, oha. Also was wir inzwischen draus machen, ist eigentlich ganz cool. Krass. Hey Domi, guck mal. Okay, das, was sie draus machen, ist geil. Ey, die haben sich die Rutsche... Domi! Domi! Hey, weißt du was? Siehst du diese Rutsche? Ja. Domi, ich schwör's dir, die haben diese Rutsche geklaut. Die haben die Rutsche aus dem Spielplatz geklaut. Oder? Mhm. Das ist die Rutsche. Die war da hinten, weißt du, beim Spielplatz da hinten. Das ist die Rutsche davon. Die haben die Rutsche geklaut. Da ist jemand. Ah, die haben das cool gemacht, ne? Hey, du, ich schwör's dir, die haben die Rutsche geklaut. Gut, das machen wir nicht hier. Warum? Guck mal, die Vasen da und... Oh nee, nee. Und ja? Wie die diesen Garten da haben. Ich glaube, die haben die Rutsche vom Spielplatz geklaut. Die haben die Rutsche geklaut. Die haben die Rutsche geklaut. Boah, guck mal, wie kaputt die Wohnwagen inzwischen alle sind. Das ist ja so eine Aktion von uns beiden, ne? Ja. Na, gucken wir, wollen wir da mal reingehen? Oh mein Gott. Heftig. Hier drin hat mal jemand gewohnt. Voll alles zerstört. Ach, die hatten sogar ein Klohäuschen. Oh, Domi, guck mal. Krass, wie kaputt das alles ist. Aber wer hat das denn alles so kaputt gemacht? Aua, haha, haha. Aua, aua, aua. Krass, Monjo, guck mal, die Hütten sind zum Teil alle wie abgerissen. Aber ich frage mich, wer das kaputt gemacht hat. Alter. Guck mal, das ist auf, da kannst du reingehen. Sofa. Alter, guck mal. Domi sagt erstmal voll geil, aber hallo, da ist ein Sofa. Stimmt, voll entspannt. Aber man sieht, also manche machen was draus. Also ich finde es eigentlich relativ komisch, also auf so einen Platz zu gehen, wo halt nichts ist. Aber manche haben sich hier trotzdem was gebaut. Also die haben wohl die Einstellung nach Motto, hier ist niemand, deswegen hat man hier mehr Ruhe. Aber guckt euch das mal an, das ist halt einfach so entweder oder. Also entweder richtig cool oder halt komplett zerfetzt und kaputt. Das war mein Lieblingsschwimmbad. Die Rutsche. Ey, endlich haben die sie mal fertig gebaut. Hier diese gelbe Rutsche da hinten. Die war... Also die vorherigen Besitzer haben diese Rutsche immer gekauft. Und die lag da in Einzelteilen. Das heißt, sie haben die nie fertig gebaut. Und ich habe mich immer gefragt, wann es endlich soweit ist, dass die Besitzer diese Rutsche fertig bauen. Und das Ding war eigentlich nie da. Und dann im Frühjahr sind wir dann nochmal hier hingegangen. Und haben immer geguckt, wann das Schwimmbad endlich mal aufmacht. Hier war dann immer so eine, so ein Tor vor. Oh, das war das Pipi-Becken. Hier war mal so ein Becken und da war richtig schön warmes Wasser. Da bin ich immer durch diesen Tunnel durchgegangen. Hier habe ich mich immer geduscht. Da kam von oben so Wasser mal raus. Da habe ich immer gesungen, weil das so cool Gehalt hat. Und in der Mitte... Da war so ein Wasserstrahl. Kennst du den noch, ja, diesen Wasserstrahl? Und dann haben wir da mal Bälle reingeworfen und der Ball ist in dem Wasserstrahl drin geblieben, weil das immer sich so gedreht hat. Und die kleine Rutsche, da bin ich immer nackig irgendwie. Oh mein Gott. Hier kann man noch durch. Oha. Domi. Genau, da
dann bin ich nämlich immer so eine Tour gelaufen. Also hier bin ich dann, hier war Wasser, hier war auch Wasser. Dann bin ich hier unterm Tunnel durch, immer so, hallo. Da war ich immer. Dann genau hier unten durch. Dann hier lang und dann bin ich immer diese Rutsche runtergerutscht. Ja, und das war mein Lieblingsschwimmbecken, was hier gerade so richtig schön, ja, gelb ist. Wir mussten mal rutschen, da musste man hier mal rausgehen. Aber das war so eine geile Rutsche. Da hat Papa immer unten gestanden, habe ich immer so einen Ball runterfallen lassen, also so an seinen Kopf und dann ist er mal umgekippt und das fand ich so lustig. Oh mein Gott. Guck mal, das ist voll zugewachsen. Ey, wie soll das jemals wieder ein Campingplatz werden? Wir haben hier gespielt, also da kam dieser Wasserstrahl raus. Hier immer so psch, psch, psch. Und dann konnte man die Finger immer so nehmen und den Strahl so lenken. Und dann habe ich immer Leute nass gespritzt. Weißt du noch, Dumme? Ich glaube, da habe ich immer reingepinkelt. Und dann bin ich hier immer gerutscht. Da hat mein Po wehgetan, weil das so komisch ist. Und hier habe ich immer gesungen, weil das immer so geheilt hat. Und dann kam hier so aus diesen Düsen hier oben so Wasser raus. Und dann ist das immer hier rein. Weil ich habe meine ganze Kindheit hier verbracht. Das war mein Lieblingsschwimmbad hoch 10. Und ja, ey, ich komme gerade nicht drauf klar. Heftig, ne? Hat einfach alles zugewachsen. Ich weiß auch nicht, wer das so hinterlassen hat. Ich meine, hier wurde jahrelang nichts mehr gemacht, ne? Wo die hier weg sind, die Holländer. Also das ist schon richtig heftig. Vor allem das Schwimmbad hat sich mega verändert. Also ihr müsst euch das vorstellen, so blaues Schwimmbad, wie man das kennt vom Freibad. Und jetzt ist das einfach komplett grün und Also das ist krass. Ich würde sagen, ich habe jetzt genug Aufnahmen gemacht von dem Campingplatz. Hier ist jetzt wieder der Eingang. Also ich würde sagen, schreibt es in die Kommentare, ob euch das gefallen hat. Das war jetzt mal ein bisschen ein anderes Video, aber während der Zeit, wo man nicht viel machen kann, ist es halt mega interessant, sage ich mal, zu gucken, was aus den alten Sachen so geworden ist. Und deswegen würde ich sagen, beenden wir das Video. Also gebt einen Daumen nach oben und abonniert mich gerne. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!